war schon einmal so Frage gestellt, ist es nicht so sacrilege, Schubert? Die Frage ist, darf man das? Ja, so wird der Doku heißen. Ja, darf man das? Alle haben applaudiert und so weiter und er... Warum applaudieren? Warum? Warum haben die Spaß? Was macht ihr da? Das geht ja gar nicht verstärkt und auf Englisch, das ist ja ein Wahnsinn. Wir sind die Erlkings und wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum. Dobertan. Okay, ich glaube, wir haben's. Mein Name ist Brian Benner, ich komme aus Orlando, Florida und ich bin Sänger und Gitarrist der Erlkings. Mein Name ist Thomas Toppl und ich komme aus Mürzzuschlag, Steiermark und bin der Schlagzeuger und Vibraphonist der The Erlkings. Ich bin der Ivan und ich bin der Cellist der Erlkings. Mein Name ist Simon Teuretsbacher, komme aus dem wunderschönen Mostviertel und bei The Erlkings spiele ich die Tuba. Wie haben wir uns kennengelernt? Eigentlich die erste Verbindung war Thomas und mir. Wir waren auf Tour in welchem Jahr, vergesse ich immer? 2012. Eines Abends, wo wir frei hatten, waren wir am Strand, da waren alle mit und der Brian hat seine Mandoline mitgehabt. Richtig. Und es war ein schöner Sonnenuntergang und ich habe meinen Bauch ausgepackt und dann hat der Brian gespielt und ich habe auf dem Bauch herum getrommelt. Bis es knallrot war. Also mein Körper hat ausgeschaut wie die japanische Flagge. Weiß und dann so ein roter Punkt und dann wieder weiß. Und so ist unsere erste musikalische Verbindung entstanden. Vielleicht Wochen oder Monaten später haben wir uns in Wien getroffen und ich habe Thomas ein paar von den ersten Bearbeitungen vorgespielt. So nur halt ein paar Akkorde von Schubert-Lieder, was ich auf die Gitarre spielen konnte. Dann hast du gesagt, der Working Title heißt The Erlkings. Und das war ein Gänsehautmoment. Und so ist auch unsere Besetzung zusammengekommen mit Gabriel Hopfmüller. Weil du hast dann gesagt, okay, Gitarre, Schlagzeug, aber wir brauchen ein bisschen mehr. Und dann, es war ein Musikerkollege von mir und der hat zufälligerweise Trompete, Cello und Tuba gespielt. Und dass er das so auch etabliert hat, gerade bei uns in die Dreierkonstellation, dass wir unbedingt noch dieser Klang auch beibehalten wollten. Weil eigentlich vor der Gabriel weg war, hat er gesagt, es ist mir zu viel, immer Tuba und Cello überall mitzuschleppen. Ich will das nicht mehr. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen dann ein Quartett werden. Und so ist dann Ivan im Spiel gekommen. Ich habe damals mein Tablet aufgemacht und habe auf Facebook Messenger eine Nachricht gekriegt. Hey du, magst du Kunstlied machen? Und wir heißen The Erlkings. Und habe gesagt, ja, ich höre es mir mal an. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, passt, machen wir. Und dann haben wir es mal zu viert probiert. Und das war dann so, ja, genau so sollte das sein. Son, it's only in your head. Jedenfalls, so ist das entstanden, unsere Viererbesetzung. Und das war das Geburtsdatum der The Erlkings, zu viert. Der Gabriel hat dann irgendwann gesagt, die Musik ist mir zu fad, ich mache was Gescheites. Wie hast du die Information gekriegt, dass du dabei sein willst, darfst? Irgendwann Jänner 2018 kommt diese Nachricht und haben uns ein bisschen ausgetauscht und dann war sehr schnell klar, ja, wir probieren das mal, ich komme mal vorbei in die Probe und seitdem machen wir das. Das funktioniert, ja. A man lives, he suffers, what for? Es war immer schwierig, eigentlich vom Anfang an zu sagen, was The Erlkings machen. Ich würde sagen, wir spielen Kunstlieder und haben dafür eine eigene musikalische Sprache entwickelt. Diese Version bietet auch Menschen, die Kunstlied noch nicht kennen, eine neue Alternative, einen neuen Weg zum Kunstlied zu finden.
Ich glaube, das Besondere an The Earl Kings ist, dass wir uns versuchen, so gut wie möglich ans Original zu halten. Wir versuchen es nicht zu verfremden, sondern zu übertragen, zu übersetzen. So, schnell gesagt. Wir übertragen Kunstlied ins 21. Jahrhundert. At last, the spring's upon us, the winter is past. Bloom, you flowers, at last, the spring's upon us, the winter is past. Ein großer Teil der Arbeit ist, den Punkt zu finden, wo man dem Original treu bleibt, sodass die Seele des originalen Liedes immer noch rüberkommt oder nicht verfremdet wird oder so verfremdet wird, dass etwas bestärkt wird, was sowieso im Lied vorkommt. Eigentlich das Prozess oft beginnt so, dass ich die Übersetzungen mache und ich bringe sie dann in den Proberaum und gar keine musikalische Arbeit, nur die Übersetzungen und dann sitzen wir gemeinsam mit die Klaviernoten und machen eine harmonische Analyse. Und dann, wenn wir wissen mehr oder weniger die Landschaft, die harmonische Landschaft jedes Lied, können wir dann anfangen, Stimmen auszusuchen, was da jeder spielen will. Und das ist der richtige kreative Prozess. Bei jedem Programm, das wir bis jetzt noch uns angeeignet haben, waren immer so Momente dabei, wo wir uns wieder neu entdeckt haben gemeinsam, wo man uns neu kennengelernt hat. Es geht schon wirklich, diese Arbeit geht schon tief, nicht nur in die Klaviernoten, sondern auch ins Menschliche. Man darf nicht vergessen, hier wird ja alles von Anfang an von jedem von uns entschieden. Und das ist ein sehr besonderer Prozess von uns, finde ich. Sobald das Lied unser Lied ist, unser Song, unser kreativer Output von dem, was Schubert oder die anderen Komponisten uns zur Verfügung gestellt haben, dann auf einmal wird es einfach so vergnüglich und amüsant. Das, was den Leuten einfach so gefällt, erarbeiten wir uns für uns selber im Proberaum. Mir persönlich ist es immer eine große Freude, die Originalwerke dann so gut kennenzulernen. Das ist irgendwie so eine kleine, dichte Welt, in der man sich ein bisschen zurechtfinden muss. Dann ist es immer unsere Version dann. Und das ist dann so, das macht mir wirklich großen Spaß und ich höre mir dann im Nachhinein immer gern die Originale an. I watch with anger the fear. Okay, let's get chance, here we go. Your lola, your lola, your lola. Hello everybody, it's your favorite composer and songwriter, Franz Schubert here. Hi guys. So I'm really excited because I made like a super sweet breakfast in the beds for my schöne Müllerin. You know how much I love her. Look, hier ist ein kleines Herzchen für her and here's my großes Herzchen. So I'm really excited because I'm going to bring it to her in bed. Okay, let's go see. Maybe she'll have like a very sweet reaction, my Schatzi. Schatzi, I'm coming with a nice breakfast surprise for you. Schatzi. What? Schatzi, mein Müllerchen, what you doing? I'm sorry, Franzl, but Schumann has the bigger crowdfunding. Robert Schumann? That's right. The Earl Kings are doing Schumann now. Oh, I'm going to drown myself in the river. Ein wichtiger Aspekt, der uns, glaube ich, den wir ganz gut über die Jahre behalten haben, nämlich über 6 Alben. Wir haben schon 6 Alben über Crowdfunding finanziert. Das sind unsere Videos gewesen und da gibt es natürlich für das erste Album, The Earl Kings, da warst du, glaube ich, alleine mit der Gitarre. In Sizilien. In Sizilien und ohne Hosen, kannst du erinnern? Ja, aber das sieht man aber nur, wenn man ganz bis zum Schluss schaut. Das zweite Album war Die schöne Müllerin und da ist unser Superstar geboren worden, die schöne Müllerin, nämlich in Form von Thomasine Toppler. Was war der Schmäh bei der Beethoven? Dass die schöne Müllerin in Franz Schubert gesagt hat, du, es wird Zeit für was anderes. Die schöne Müllerin ist immer ein bisschen übersexualisiert. Genau. Ja. Warum auch immer. Genau. Und beim Haydn-Album, beim 6. Album, hatte ich mein Debüt bei den Crowdfunding-Videos und ich habe mich versucht zu verstecken als Josef Haydn vor dem Franzl. Worauf ich wirklich stolz bin, ist die Art und Weise, wie wir zu viert dieses
kleine Unternehmen, The Earl Kings, aufgebaut haben und über 10 Jahre geführt haben. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich nervös bin bei Auftritten wegen dieser Puristen, wegen Leute, die so die Lieder vielleicht sogar besser als ich kenne. Ist es eigentlich für ein, wenn man es so sagen darf, ein steifes, so klassische, altgebackene Publikum, wo wir am meisten Spaß haben? Ein Mann so mit einem Gehstock ist so gesessen in der ersten Reihe und dann nach dem zweiten Lied. Ja, das kann ich mir erinnern. Und drittes Lied. Immer mehr. Mit seinem Stock. Das ist also lieb. Was die Bandscheibe hergibt. Man schaut uns ja auch gerne zu. So. Weil hier hat man einen Sänger, der ein absoluter Showman ist und wirklich ein Meister des durch den Abend führen und Geschichten erzählen. Und zufällig spielt er auch Gitarre und singt, aber eigentlich erzählt er uns diese Geschichten. Da hat man Thomas und dann sitzt er am Schlagzeug und shakert eben mit den Leuten. Und Simon, der auch viel Blasmusik gemacht hat und nicht nur das klassische Orchester kennt. Und wir haben alle einen klassischen Hintergrund. Ich habe genauso Kammermusik gemacht und Barockopern gespielt und im Orchester und aber auch mit Bands. A pretty young man loved a pretty young girl, but she loved somebody else. That someone loved another someone and left the young girl by herself. The young girl out of anger goes for a one-night stand. She jumps into bed with a stranger, upsetting the original young man. Leute fragen immer, warum Cello, Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Vibraphon und Tuba. Und das ist einfach alles ein Zufall. Es geht um die richtigen Menschen, die sich zusammengefunden haben. Ja. Weil das ist, was zählt. She excelled